Moin meine Lieben, hier ist Mutensen, ihr schaut Mo von VR und ja, ich bin immer noch im Urlaub, aber nicht mehr in einer fantastischen Villa. Ihr seht es an einem anderen Background. Die Arbeitsbedingungen haben sich etwas geändert. Trotzdem ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, endlich ein Video zu machen, das ich jetzt schon seit geraumer Zeit vorbereite. Ich habe viele Entwickler angeschrieben, denn ich mache eine Liste von PlayStation VR 1 Spielen, die wir auch auf die PlayStation VR 2 bekommen. Darum geht es in diesem Video. Es ist aber ein bisschen speziell. Was genau hier speziell ist, erzähle ich später. Viel Spaß dabei. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. So, und zwar ganz am Anfang. Die PlayStation VR 2 ist nicht abwärtskompatibel zur PlayStation VR 1. Aber die Entwickler können ein Patch oder ein Upgrade machen und dann läuft es auf der PlayStation VR 2. Wie viele Entwickler das machen und wo die Motivation ist und ob das was kostet oder umsonst ist, das klären wir in diesem Video. Das ist aber kein normales Offline-Video. Ja? Dieses Video bleibt aktiv und zwar auch im besten Fall mit euch. Ich werde unter dieses Video, in den Description, werde ich eine Liste schreiben von allen Spielen, die wir momentan wissen. In diesem Moment sind es ca. 35, die auf die PlayStation VR 2 kommen und vorher auf der PlayStation 4 oder PSVR zur Verfügung standen. An der Liste werde ich dann auch immer schreiben, ja, das ist ein Free Upgrade oder es kostet irgendwie 10 Euro oder so und die wird ständig erweitert. Ihr könnt also zu diesem Video immer zurückkommen, wenn euch das interessiert und wenn ihr nachschlagen wollt. Ihr könnt selbstverständlich aber auch mitarbeiten. Wenn ihr dedizierte Informationen bekommt von irgendeinem Entwickler in den Social Media, ja, der plant, sein Spiel auf die PlayStation VR 2 zu bringen. Ja, auch gerne dann mit einem Link oder so, damit das belegt ist. Denn das ist wichtig. Dieses Video hier ist keine Spekulation oder so. Hier geht es nur um Fakten. Das sind alles Informationen, die belegt sind, die ich heute erzähle. Und das soll auch mit der Liste so bleiben. Keine Spekulation, nur richtige Fakten. Ihr könnt mitmachen, schreibt mir das in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail, wenn ihr was Konkretes wisst. Dann kommt das hier in die geschriebene Liste. Das Video kann ich natürlich nicht ändern im Nachhinein. Aber ich hatte das Gefühl, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, weil gerade letztens eine weitere Offenlegung von 13 Spielen für die PlayStation VR 2 war. Und da waren immerhin 4 dabei, die wir schon vorher auf der PlayStation VR hatten. So, das war's zu der Information zu diesem Video. Ihr seid natürlich immer auch herzlich eingeladen, so ein Video hier zu liken und den Kanal zu abonnieren oder im besten Fall wirklich zu kommentieren, egal was. Ich freue mich immer und ihr könnt natürlich auch das Video unterstützen und verbreiten. Ihr kennt das ja, den YouTube-Algorithmus, dann sehen es mehr Leute und können eventuell was beitragen und wir können hier so ein schönes Community-Ding draus machen. Ja, jeder arbeitet mit, so wie früher, wo ich gewohnt habe. Schöne Geschichte. Jetzt kommen wir aber zu der eigentlichen Liste. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele, The Walking Dead Saints and Sinners 1, wird es auch für die PlayStation VR 2 geben. Und das Nette ist, wenn ihr das schon besitzt auf der PlayStation VR 1, ist es für euch kostenlos. Fantastisch. Dann ein sehr, sehr beliebter Titel und der war auch auf der PlayStation immer exklusiv. Das kam erst später für andere Plattformen, Moss und Moss Spook 2. Die beiden kommen in einer remastered, geilen Version für die PlayStation VR 2, aber hier, Wermutströpfchen, die müssen auch komplett neu gekauft werden. Die waren schon hervorragend auf der PlayStation VR 1, ja, wirklich, es sind bemerkenswerte Spiele, muss man gar nicht mehr erwähnen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, die in noch besserer Qualität zu spielen, aber es wird wohl gehen. Dann auch ganz wichtig für unsere Plattform, Beat Saber, ja. Tausende Leute haben mich 2018 immer wieder gefragt, wann kommt Beat Saber für PlayStation? Und als es endlich kam, waren alle happy. Auch diesen Titel werden wir auf der PlayStation VR 2 weiterhaben. Ob das ein Free-Update wird oder gekauft werden muss, weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Bei Swordsman VR, ein Swordsman-Fighting-Spiel, wissen wir es auch noch nicht. Zenith, dem sehr, sehr schönen MMO, das wir haben für VR, und das ist wirklich fantastisch gewesen, ja. Egal mit welchem Headset ihr in diese Welt gekommen seid von Zenith, ihr konntet alle Leute treffen, ob PC-VR, PlayStation-VR und mobile Geräte. Man konnte sich gegenseitig treffen und Abenteuer erleben. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Das bekommt ein Free-Upgrade für die PlayStation VR 2. Eins meiner Lieblingsspiele ist Pistol Whip. Ich habe es gesuchtet wie die Hölle und bin immer noch in vielen Highscores und unter den ersten 10 weltweit. Kann man auch stolz drauf sein. Bekommt ein kostenloses Upgrade. Das könnt ihr in besserer Form auf der PlayStation VR 2 weiterspielen. Genauso wie Synth Riders. Und bei Synth Riders weiß ich, das haben die Leute sogar auf eine komplett neue Engine portiert, extra für die PlayStation VR 2. Aber auch das wird inklusive aller DLCs ein kostenloses Upgrade für die PlayStation VR 2 geben. Da müsst ihr nicht nochmal ins Portemonnaie greifen. Alvo bekommen wir auch, ist ein Multiplayer-Shooter, so ein bisschen Counter-Strike-Style, ja. Das bekommt auch ein Upgrade für die PlayStation VR 2. Hier weiß ich noch nicht, ob es kostenlos ist oder was kostet. After the Fall, eins meiner weiteren Lieblingsspiele,
Mit 3 Kollegen, also im Vierer-Koop, könnt ihr Eiszombies abballern und euch da durchkämpfen. Ich liebe dieses Ding wirklich. Ich mag es sehr, sehr gerne. Man kann looten und kämpfen und es ist toll. Bekommt ein kostenloses Upgrade für die PlayStation VR 2 und da freue ich mich auch speziell drauf, denn ich habe auch schon die PC-Version gespielt und da sehen die Zombies im Verhältnis zu der PlayStation-Version krass geiler aus. Ja, die sehen richtig eklig aus. Die haben mehr Animationsphasen und so. Und da freue ich mich, dass wir das dann in der bestspielbarsten Version auf der PlayStation VR 2 haben werden. Ein super beliebter Shooter auf unserer PlayStation war Firewall. Ja, Firewall, ab 2018 haben wir das gesuchtet wie die Verrückten. Und es ist immer noch der bestaussehendste, also plattformübergreifend, Multiplayer-Shooter, den ich kenne und ich habe sie alle gespielt, ja. Und den bekommen wir jetzt endlich. In besserer Auflösung natürlich. Die alten Level sind überarbeitet. Es gibt neue Karten, neue Spielmodi. Das Eye-Tracking wird irgendwie spannend benutzt. Und vor allen Dingen ganz wichtig, es gibt dedizierte Server diesmal. Das Einzige, was ich momentan nicht weiß, denn Firewall kommt in einer neuen Version für die PlayStation VR 2. Es heißt dann Firewall Ultra. Es klingt hier eher, finde ich, nach einem neuen Bezahlspiel. Aber das soll mir recht sein, es ist ein wunderschönes Spiel. Ich fürchte nur, wir müssen auf den großartigen Aim-Controller auf der PlayStation VR 2 verzichten. Tränchen. Job and Vacation Simulator kommt auf die PlayStation VR 2. Auch hier weiß ich noch nicht, ob bezahlt oder free. Genauso wie Star Tenders, ein kleines Spiel, was auch relativ spät zur PlayStation VR 1 Zeit gekommen ist, bekommt ein Upgrade auf die PlayStation VR 2. Und jetzt kommen 2 Sonderfälle. Das waren nämlich vorher keine VR-Spiele, aber ich nehme sie mal trotzdem rein, denn sowohl Gran Turismo 7, das komplette Autorennen mit Multiplayern und allem Schnickschnack. Wenn ihr das für die PlayStation 4 besitzt, bekommt ihr, oder für die PlayStation 5 auch, bekommt ihr ein kostenloses Upgrade auf die PlayStation VR 2 Version. Sogar sehr geil. Und was hat es gemeinsam, außer dass es ein fetter AAA-Titel ist, mit Resident Evil 8? Genau das, es ist ein fetter AAA-Titel. Resident Evil 8 bekommt nämlich von der Flat-Version PlayStation 4 und PlayStation 5 ein kostenloses Upgrade auf die PlayStation VR 2-Version. Also genauso wie bei Resident Evil 7 könnt ihr dann einfach dasselbe Spiel in Flat oder in VR spielen. Und ich kann euch sagen, schon Resident Evil 7 war genauso faszinierend wie unheimlich gruselig in VR. Das muss man wirklich abkönnen. Dann haben wir das sehr interessante Stride. Das ist ein Parcours-Game. Das bekommen wir für die PlayStation VR 2. Macht auch dann mehr Sinn, weil es natürlich mit Thumbsticks viel, viel besser zu steuern ist als mit unseren guten alten Move-Controllern. Da gibt es keine Info über kostenlos oder kostbar. Aber bei No Man's Sky auch wieder ein Riesenspiel. Ja, ihr könnt das ganze verfluchte Nein, ihr könnt mehrere Universen entdecken. Kein Scheiß. Es ist ein unendliches Spiel und ich liebe es. Schon jetzt ist die PlayStation VR 1 Version auf der PlayStation 5 die bestspielbarste No Man's Sky Version. Ja, geht bitte raus, fragt PC-Besitzer mit einer 3080 hochgezüchteten PCs. Es ist auf diesen Geräten nicht ruckelfrei. Auf der PlayStation 5, mit der PlayStation VR 1 läuft das wie Butter, richtig schön. Und natürlich wird die PlayStation VR 2 Version absolut amazing, was die Technik angeht. Das Spiel selber ist sowieso Killer und es ist kostenlos. Genauso wie unser auch sehr positiv aufgefallenes Survival-Game Song in the Smoke. Das bekommt mit der Rekindled Edition ein deutliches Upgrade und zwar for free. Sehr nice. Eins meiner weiteren Lieblingsspiele ist Windlands. Ja, ihr könnt wie Spider-Man durch die Gegend schwingen. Das ist so geil in VR. Windlands 2 bekommen wir relativ spät zur PlayStation VR 1 Generation und das bekommt ein kostenloses Upgrade auf die PlayStation VR 2. The Guy VR mir nicht gefallen. Trotzdem, es bekommt ein Upgrade auf die PlayStation VR 2 in The Guy VR Deluxe Edition. Light Brigade ist auch ein Spezialfall, denn das ist noch gar nicht erschienen für die PlayStation VR 1, wird aber erscheinen und zwar gleichzeitig mit der PlayStation VR 2 Version und wenn ihr euch das einmal kauft, habt ihr beide Versionen. Hat also auch seinen Platz in dieser Liste verdient. Derselbe Fall ist Hello Neighbor Search and Rescue. Ja, bekommt auch eine PlayStation VR 1 und gleichzeitig PlayStation VR 2 Version. Kauft ihr eine, habt ihr alle. Perfekt. Cave Digger ist schon etwas länger für die PlayStation VR 1 draußen, aber auch noch eins der jüngeren Spiele. Das bekommt ein Upgrade. Hier weiß ich nicht, ob es was kosten wird. Dann The Tale of Onogoro ist auch erst letztens für die PlayStation VR 1 erschienen. Bekommt auch eine PlayStation VR 2 Version. Survive, auch ein weiterer Zombie-Shooter, der sogar ein Zweier-Koop hat,
bekommt auch eine PlayStation VR 2 Version und dort dann hoffentlich denselben Vierer-Koop, den er auf dem PC hat. Creed Rise of the Glory, ihr wisst, das Boxspiel zum Film bekommt die sogenannte Championship Edition auf der PlayStation VR 2. Wissen wir auch noch nicht, ob das was kostet oder free ist. Und dann haben wir unser super freakiges Multishooter-Spiel D-Day. Das bekommt eine Enhanced-Version für die PlayStation VR 2. Vom selben Entwickler ist auch RC Airplane Challenge. Das habe ich mir auf der PlayStation gar nicht angeguckt, aber das bekommt eine PSVR 2 Version. Dann gibt es noch Kinsung AI Touch the Beat. Ich weiß nicht mal, was das ist, aber das können wir uns vielleicht auf der PlayStation VR 2 angucken. Und dann aber tatsächlich, das habe ich gespielt und sogar die Entwickler hier interviewt auf dem Kanal, Passing Places. Das bekommt ein freies Upgrade für die PlayStation VR 2 und wird da sogar in 120 Hertz laufen. Ja, die meisten Spiele laufen auf der PlayStation VR 2 in 90 Hertz und das bekommt sogar 120 Hertz Update mit höheren Texturen. Hi-Res ist es ja sowieso. Wird auch mit der Blickerfassung arbeiten und natürlich die Möglichkeit, sich frei im Raum zu bewegen, nutzen. Fantastisch. Rest Infinity war ein Launch-Titel vom selben Entwickler, ist Tetris Effect Connect. Beides fantastische, reinsaugende Spiele durch die Kombination aus Sound und was auf dem Bildschirm eigentlich passiert, beziehungsweise im Spiel passiert und Haptik-Feedback. Da bin ich sehr, sehr gespannt auf die PlayStation VR 2 Version. Hier müssen wir allerdings jeweils 9,99 bezahlen, um das Upgrade zu bekommen. Finde ich aber einen guten Weg, um eine PlayStation VR 2 Version zu kriegen. Da bin ich dafür. Dann haben wir Tampa. Es hat mich nicht so richtig angezeckt damals auf der PlayStation VR 1, aber es ist auch so ein Rhythmus-Racing-Ding und das könnte natürlich jetzt durch das Super Hi-Res OLD HDR-Bild nochmal richtig gewinnen. Bin ich auch gespannt. Und dann nur noch als Fußnote, weil das hier in unserem Raum nicht so viel gespielt wird. 2MD VR Football Unleashed All-Stars bekommt für 4 Euro ein Upgrade auf die PlayStation VR 2 und NFL Pro Area ist gerade erst für die PlayStation VR 1 entschieden. Aber wir haben ja mit NFL nicht so viel zu tun. Das bekommt auch ein PlayStation VR 2 Upgrade. Das war die Liste, die ich mal runterarbeiten wollte. Ich bekomme ständig weiteres Feedback von Entwicklern. Und jetzt kommt die Geschichte, die nicht schon ein Fakt ist, aber ich wollte es euch trotzdem mal erzählen. Ich habe es jetzt angekündigt. N-Dreams zum Beispiel hat geschrieben, dass sie momentan nicht an Upgrades für ihre alten Spiele arbeiten, sondern neue Spiele machen für die Next Generation. Es ist aber nicht ganz ausgeschlossen, dass sie es in Zukunft machen können. Ne? Also achtet immer auf die Liste. Ich werde das alles nachtragen, sobald eine Info reinkommt. Ivanovic Games hat mir auch geschrieben, sie arbeiten momentan an Portierungen für die Pico 4. Ja, da machen sie alle Spiele und dann gucken sie nochmal, welche sich auf der PlayStation 1 gut verkauft haben und machen dann im Idealfall auch eine PlayStation VR 2 Version von Fireproof Games. Das sind die Leute, die The Room VR A Dark Matter gemacht haben. Ein super schönes Puzzlespiel. Haben geschrieben, sie würden sich sehr freuen, das in Zukunft für die PlayStation VR 2 zu bringen. Also auch kein Fakt, sondern mal. Und dann habe ich am Schluss noch das ist ein wirkliches Gerücht, finde ich. Nee, ich weiß, dass es passieren wird, Leute. Vertical Robot, ja, meine lieben Jungs von Vertical Robots, ich mag die Typen, die sind unglaublich. Sie haben Red Matter 1 und 2 gemacht, mittlerweile auch für jede Plattform, also ist es naheliegend. Ich habe sie konkret gefragt, gibt es eine PlayStation VR 2 Version und sie haben gesagt, wir können es momentan nicht sagen, aber wir sind sehr hart am Arbeiten an etwas. So, wisst ihr Bescheid. So, und wie gesagt, ich wiederhole es nochmal. Ich werde immer wieder updaten. Sobald ich eine neue Information bekomme, update ich unsere Liste. Ja, sobald ich weiß, ob zum Beispiel Stride Free oder bezahlt Upgrade bekommt, update ich das in der Liste. Sobald ich von einem neuen Game erfahre, was von der PlayStation VR 1 auf die PlayStation VR 2 auch wandert, update ich die Liste. Kommt bitte immer wieder vorbei, wenn ihr daran interessiert seid. Hier ist die ultimative Liste, die weiter gepflegt und entwickelt wird. Ja? Das ist kein Offline-Video, das ihr einmal seht und dann vergesst, sondern kommt immer wieder zurück. Das wird sich weiterentwickeln. Es geht nun mal nicht anders als dann in Textform. Das Video hier kann ich nicht ändern, aber ich hoffe, durch diese Anmoderation wisst ihr dann Bescheid und guckt einfach hier unter dem Video in die Liste. Dann findet ihr sämtliche Titel, die es jemals geben wird für die PlayStation 2, die es vorher schon auf der PlayStation 1 gab. Mal gucken, was wir da noch alles kriegen werden. Ich bin selber sehr gespannt. Wir haben jetzt noch 24 Tage, bis die PlayStation 2 erscheint. Ich bin ziemlich sicher, dass auch in der Zeit noch neue Sachen erscheinen werden. Lassen wir uns überraschen. Das war's von mir, Motense, Mofan VR. Wie gesagt, ihr könnt mitmachen. Schreibt mir eine E-Mail oder schreibt es in die Kommentare. Teilt mir mit, wenn ihr also bewiesen, gerne immer mit einem Link habt, dass ein Entwickler sich entsprechend geäußert hat über seine Ambitionen für PlayStation VR 2. Schreibt mir gerne auch normale Kommentare, ihr kennt das mit dem Algorithmus. Ja.
Da freue ich mich auch immer drüber und vor allen Dingen ist die Chance, dass Leute bei YouTube dann das Video eher finden, auch größer. Ich bin erstmal raus. Muttensen, MoFun VR, denkt an das Däumchen. Ich bin immer für euch da und wir sehen uns demnächst. Bye, bye. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen, Mo von VR.